Seid gegrüßt. Ich bin wieder im Wald unterwegs und schaue mir einfach mal, was es ein bisschen so gibt. Und schauen wir mal hier. Das hier ist eine Fichte, die erkennt man einfach daran. Ich muss jetzt mittlerweile mit der Kamera aufpassen, weil die halt keine Makrolinse hat. Also wenn ich zu nah rangehe, dann verwischt das Ganze. Also auf die Distanz ungefähr. Der hat Nadeln und die sind spitz. Also wenn ihr schaut, die sind so richtig spitz vorne. Und wenn man die auch umdreht, die bleiben immer dunkelgrün. Also egal wie, die ändern ihre Farbe nicht. Und die sind essbar. Und die Wirkungen sind gegen Viren, Bakterien und gegen Pilzen. Wie stark, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, die wirken super dagegen. Und das hier sind die Neuaustriebe und die haben Terpentin. Das ist ein ätherisches Öl und das macht sie etwas sauer. Die sind natürlich auch genauso, dass sie halt spitz wären, aber das sieht man von hier aus halt. Ja, also spitz sind sie schon, aber sie stechen halt noch nicht. Die sind halt noch sehr weich. Die sind super essbar. Man kann Tees aus denen machen und an den sauren Geschmack gewöhnt man sich. Viele machen Tees draus, viele machen einen Fichtel, keine Ahnung, wie man das in Österreich nennt, Fichtenwip. Sorry, ich habe den Namen gerade vergessen, aber die machen irgendeinen Sirup daraus und das ist hier ziemlich bekannt. Also ich wohne im Moment in Österreich und hier gibt es eine interessante Flora und Fauna. Fichten gibt es hier einige und ja, also die Fichte ist ein Geschenk der Natur. Falls man irgendwo im Wald ist und es geht einem nicht besonders gut, man spürt eine Erkältung herannahen, da kann man sich einige von denen nehmen. Super lecker, gleich noch eins. Ganz ehrlich, eine interessante Erfahrung habe ich gemacht. Das ist aber jetzt nur meine Meinung. Ich habe gemerkt, wenn ich in den Wald gehe und 4, 5, 6 von den Dingern esse, also von denen meine ich ungefähr 4, 5, 6 von, dieser Menge hier. Ich muss noch ein bisschen lernen, mit der Kamera umzugehen. Also einfach mal von der Länge, sagen wir mal, von der Länge einen Zeigefinger. 5 solche Äste abpflücken, entweder die Nadeln abbeißen oder wie ich, einfach sie mit den Ästen zu essen und dann die Äste halt ausspucken, daran gewöhnt man sich nach einer Weile. Dass dann irgendwie, ja, ich glaube, so kann man das gut ausdrücken. Nach einer Weile kommt dann irgendwie nach 20 Minuten aus dem Inneren des Körpers so eine Art Wärme, die sich auf den ganzen Körper ausdehnt. Und es wird einem irgendwie mega warm, aber es fühlt sich gut an. Und man merkt auch wirklich, es hilft einem. Also ich kann das nicht beschreiben, das ist nicht wissenschaftlich, das ist wirklich nur meine eigene Erfahrung. Die habe ich mehrfach reproduziert. Und die hält ungefähr 20 Minuten an und das geht. Und da könnte man natürlich überlegen, könnte man das Ding essen, wenn einem kalt ist? Wenn man im Wald ist, es ist einem kalt. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja gut, Fichtentriebe essen. Die sind immer grün. Ganz ehrlich, warum nicht? Die sind essbar, die sind geil.